Eine Form der Erkrankung, die nicht so ungewöhnlich ist, wie man allgemein annehmen möchte. Denn unter der Einwirkung von Katastrophen, wie zum Beispiel Explosionen, Erdbeben, Eisenbahnunglücken, also unter der Einwirkung von Schreck und Grauen, treten sehr häufig Geistesstörungen auf. Vielleicht der interessanteste Fall einer solchen Erkrankung ist der Fall des Dr. Mabuse. Ist er wieder bei seinem Steckenpferd angelangt? Ich rekonstruiere kurz die Vorgeschichte. Der Kranke führte ein ausgesprochenes Doppelleben. Er war ein angesehener Arzt mit großer Privatpraxis. Unterstützt von einer fast übermenschlichen Logik benutzte er seine tiefgehenden Kenntnisse auf dem Gebiet der Hypnose zur Ausübung von Verbrechen, wie man sie bis dahin nicht für möglich gehalten hatte. Monatelang sucht die Polizei das Gehirn, das diese Verbrechen erdacht hat, dem Mann hinter dem Vorhang. Endlich kommt sie auf seine Spur. Mabuse aber beschließt, nicht zu fliehen, sondern bewaffneten Widerstand zu leisten und verschanzt sich mit 4 ihm treu ergebenen Leuten in seinem Haus. Eine Aufforderung, sich der Staatsgewalt zu ergeben, lehnt er ab mit den Worten, der Staat bin ich. Ein Geschosshagel zwingt die vordringende Polizei zum Rückzug. Militär stürmt endlich mit Handgranaten das Haus. 2 der Verteidiger sind tot, 2 werden gefangen. Mabuse selbst ist verschwunden. Einer der Gefangenen verrät seinen letzten Schlupfwinkel, eine Falschmünzerwerkstatt, von der aus er einen groß angelegten Schlag gegen die deutsche Währung führen wollte. Die Polizei dringt ein, findet ihn auch, aber als hoffnungslos Wahnsinnigen. Nach seinen wirren Reden zu schließen, hat er in dieser Nacht die Gespenster der von ihm Getöteten gesehen und der Schrecken und das Entsetzen über diese Erscheinungen haben dieses phänomenale Gehirn, das wohl schon immer auf der schmalen Grenze zwischen Genie und Wahnsinn stand, im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Mabuse wurde in einer Irrenanstalt interniert, hat bis auf den heutigen Tag mit keinem Menschen auch nur ein Wort mehr gesprochen. Verharrte stumm und unbeweglich, wie Sie ihn hier sehen. Der Kranke hat sich ganz und gar in sein eigenes Ich zurückgezogen, gibt uns keine Möglichkeit, in sein Innenleben einzudringen. Dann änderte sich das Krankheitsbild. Wir beobachteten, dass Mabuses Hand ununterbrochen in der Luft, an der Wand, auf der Decke seines Bettes Schreibbewegungen machte. Wir gaben ihm Bleistift und Papier, das er anfangs mit völlig sinnlosen Kritzeleien bedeckte. Vor 2 Jahren jedoch tauchten in dem Gekritzel einzelne Worte auf. Dann bildeten sich Sätze, zunächst noch sinnlos und verworren, später immer zusammenhängender und logischer und gaben uns endlich Einblick in das einmalige Phänomen dieses Gehirns. Seine Gedanken bewegen sich im gleichen kriminellen Ideenkreis wie früher. Was Mabuse schreibt, ist eine auf unanfechtbarer Logik aufgebaute Anleitung zur Ausübung von Verbrechen bis ins kleinste Detail